Großartige Zeichnungen, coole Bandfotos und 1000 Details zum Entdecken. Die 80er hatten die besten Plattencover ever. Versucht sowas mal mit einer MP3 zu bekommen. Hier sind die besten Metal-Plattencover der 80er. Und wir starten mit Dio und Holy Diver aus dem Jahr 1983. Das war auch der erste Auftritt von Bandmaskottchen Murray. Aber nicht nur das Cover von Holy Diver ist großartig, sondern auch die Innenhülle. Das ist nämlich eine Collage mit ganz vielen Bildern von Dio aus der Black Sabbath Zeit, aus der Rainbow Zeit. Kindheitsbilder sind mit dabei und sogar ein kleines Stückchen Bayern, Schloss Neuschwanstein. Eigentlich nur ein Gruppenfoto, aber es beschreibt die Band perfekt. Das Cover vom Debütalbum von Wasp. Knochen, Nebel, ein brennendes Logo und der leicht böse Blick von Blackie Lawless, zusammen mit den Bildern auf der Rückseite vom Cover und mit den Fotos auf der Innenhülle, eigentlich die perfekte Zusammenfassung von dem, wofür Wasp 1984 stand. Nur die beiden großen Augen habe ich nie verstanden. Das beste christliche Metal-Plattencover aller Zeiten, Stryper, To Hell with the Devil. Aber wegen dem Cover hatte die Band eine ganze Menge Ärger, denn es wurde in Amerika zensiert. Die zensierte Version sieht dann so aus. Und wofür zensiert man eine christliche White Metal Band? Natürlich wegen Satanismus. What? Ein paar lustige Hardcore-Christen haben Stryper ernsthaft unterstellt, sie meinten mit To Hell with the Devil gar nicht zur Hölle mit dem Teufel, sondern zur Hölle mit dem Teufel. Im Sinne von zusammen. Ja. Neben der großartigen Zeichnung auf dem Originalcover gab es auch noch schicke Bandfotos auf der Innenseite. Und sind wir mal ehrlich, gab es jemals einen hübscheren Metal-Drummer als Robert Sweet von Stryper? Nein, gab es nicht. Jetzt wird es etwas düsterer mit der zweiten Mini-LP von Celtic Frost, The Emperor's Return aus dem Jahr 1985. Sowohl das Cover-Artwork auf der Vorderseite wie auch das Bandfoto auf der Rückseite dürfte absolut stilprägend für den Black Metal gewesen sein, auch wenn sich die Band da nie selbst dazu gezählt hat. Und bevor ihr jetzt denkt, oh mein Gott, ist das sexistisch! Erstmal genau hinschauen, wer da wen an der kurzen Kette hält. Auf den ersten Blick ziemlich schlicht, wenn auch mit stylischem Pentagramm, Mötley Crüe Shout at the Devil. Doch das eigentliche Kunstwerk sieht man erst, wenn man die Platte aufklappt. Glamrock meets Mad Max und ich war von dem Klappcover so begeistert, dass ich meine Mutter als 6-Jährige darum gebeten habe, mir doch diese Platte zu kaufen, was sie dann schließlich auch getan hat. Danke Mama. Auf Platz 5 ein Plattencover, das eine komplette Geschichte erzählt, aus dem Jahr 1980, Kiss Unmasked. In der Erstauflage war noch ein Poster mit dabei und das sieht nicht nur großartig aus, sondern es gibt auch ein paar schöne kleine Details zu entdecken. Zum einen hat der Zeichner offensichtlich das Dynasty-Poster als Vorlage benutzt, weil bis auf bei Gene Simmons sehen Kopfhaltung und Mimik bei allen Bandmitgliedern ziemlich ähnlich aus. Und das Bild ist ja einfach nur eine große Version von dem, was auch auf dem Plattencover vorne drauf ist, unten in der Mitte. Während aber auf dem Plattencover Peter Criss ganz normal gerade ausschaut, mit beiden Augen offen, hat er auf dem Poster ein Auge zu. Das ist angeblich eine Anspielung darauf, dass Peter Criss auf dem Album schon gar nicht mehr gespielt hat, sondern längst durch einen Studio-Drummer ersetzt wurde und kurz danach ist er ja auch aus der Band ausgestiegen. Quasi ein Hinweis mit einem Augenzwinkern. So schlicht und doch so eindrucksvoll. Venom mit Black Metal. Mit dem Black Metal Widderkopf haben Venom wirklich eine Ikone geschaffen und verantwortlich für das ganze Konzept war Sänger Kronos, der hat auch das Cover entworfen. Sogar der Black Metal Schriftzug am unteren Teil vom Cover ist nicht einfach irgendwie draufgemalt, sondern edel schwarz auf schwarz gestanzt. Ich habe das Fighting the World Plattencover von Manowar als Kind in einem kleinen Schallplattenladen in Rottweil gesehen und ich musste es sofort kaufen. Diese Mischung aus He-Man und Conan und Metal, zauberhaft. Es gibt das Cover auch noch mit einer kleinen Abwandlung, denn für die Blow Your Speakers Single wurden einfach noch ein paar Mädels mit dazu gemalt. Ein sozialkritischer Atompilz, ein mutiertes Metal-Mädel und ein ebenfalls leicht mutierter Ozzy Osbourne. Die Ultimate Sin aus dem Jahr 1986. Und Ozzy hat auf dem Cover nicht nur großartige Bauchmuskeln, sondern auch die einzige Zunge, die noch länger ist als die von Gene Simmons. Der verdiente erste Platz geht an Warlock, Triumph and Agony. Ein großartiges Cover und ein noch besseres Innencover.
Die Platte gab es aber nicht nur in dem schicken Klappcover, sondern es gab das Ganze auch noch als Picture Disc mit einem überlebensgroßen Cover. Bis heute im wahrsten Sinne des Wortes das größte Plattencover aller Zeiten, wahrscheinlich für immer. Was ist euer Lieblings-Metal-Plattencover aus den 80ern? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal und gebt den 80ern einen Daumen nach oben.